Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Spiel für heute. Slither Pro. Ja, alle kennen Centipede, oder? Ein Spiel, das 1980 nicht nur als vertikaler Fixed Shooter von Atari veröffentlicht wurde, sondern auch als ziemlich kitschiger, aber nostalgischer Pixelfilm daherkam. Hier ist eine Anspielung auf das Spiel in einem anderen Setting mit dem Namen Slither. Der Entwickler Milasoft 64 zum Spiel selbst. Slither ist ein Spiel im Centipede-Stil, das aus Resten eines anderen Projekts entstanden ist, an dem ich gearbeitet habe. Der Centipede gleitet nicht gerade sanft, ähnelt eher einem Roboter mit zwei linken Füßen, der jeweils eine Figur bewegt. Das Spiel war ursprünglich als Sprungbrett für ein viel größeres Spiel gedacht. Ihr wisst schon, damals, als ich noch von großen Spielen träumte. Slither Pro ist im Grunde dasselbe Spiel, nur dass es einen Trainingssimulator enthielt, den ich aufgegeben habe, weil, nun ja, sagen wir einfach, es war so poliert wie ein rostiger Nagel. Die Musik des Spiels stammt von Richard Baileys und die Sprite-Grafiken von Kent. Zwei Legenden für sich. Quizzeit. Das Spiel hatte 3 Schutzstufen. Keine Cracker-Gruppe hatte es geschafft, alle 3 zu umgehen. Erst nachdem ich die Schutzstufe bekannt gemacht hatte, wurde es erneut veröffentlicht. Cracker zahlen nicht für ihr Spiel, nicht einmal $1, aber sie verbreiten mit Sicherheit ihre Version ihrer harten Arbeit. Daher veröffentliche ich den vollständigen Quellcode und eine voll funktionsfähige Trainerversion. Das Spiel macht von Anfang an Laune. Wer Centipede oder dessen Klone kennt, wird das schnell herausfinden und sich auch zurechtfinden. Ihr könnt das Spiel aber auf itch.io erwerben, wie immer an dieser Stelle. Wer es dort herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen, damit dessen Arbeit dementsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, wir kommen zum nächsten Titel, Block Cannon. Der User Theoderich hat ein neues kleines Singleplayer-Game mit AmiBlitz 3 erstellt, mit dem Namen Black Cannon. Einigen von euch wird er vielleicht schon bekannt sein. Er ist auch der Entwickler des Spiels Settle the World, was er schon eine ganze Weile lang entwickelt. Darauf solltet ihr auf jeden Fall auch mal einen Blick werfen. Ein sehr interessantes Spiel, daher unbedingt reinschauen. Black Cannon erinnert auf den ersten Blick an Tetris. Ziel des Spiels ist es, immer mindestens 3 oder mehr gleichfarbige Blöcke in einer Reihe anzuordnen. Diese verschwinden dann und geben Punkte. Mit dem Joystick-Button kann man feuern und Blöcke zerstören. Mit Bewegung des Joysticks nach oben oder unten kann man die obersten Blöcke eines Stapels nach rechts oder links anstupsen und in die gewünschte Richtung bewegen. Hier liegt dann auch der größte Unterschied zu dem klassischen Tetris. Das Spiel wird zeitbasiert immer schneller. Ziel ist es, so lange wie möglich durchzuhalten und möglichst viele Punkte zu erspielen, bevor ein Stapel Blöcke den oberen Bildschirmrand erreicht. Mit Escape kann man das Spiel beenden. Mit Space oder P kann man das Spiel pausieren. Im Menü kann mit der Option Swap Up Down die Joystick-Steuerung vertauscht werden. Ein weiteres Feature ist Play Competition. Hier kann man 3 Optionen auswählen. Diese starten das Spiel jeweils mit einer immer identischen Abfolge der Blöcke. Dies kann dafür verwendet werden, das Spiel auf mehreren Amigas parallel zu starten und unter identischen Bedingungen eine kleine Competition zu starten. Eine simple Mechanik, da es keine Nullmoder-Möglichkeit gibt oder einen 2-Spieler-Modus. Das Spiel sollte auf jedem Amiga mit mindestens 512 KB Chipmem und mindestens Kickstart 1.2 funktionieren. Ihr solltet das Spiel auf jeden Fall mal anspielen. Es macht sehr viel Spaß und es kann auf itch.io kostenlos als ADF oder LHA-Datei heruntergeladen werden.
Ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Spaß. Ja, wir kommen zum letzten Spiel für heute, Enforcer Full Metal Mega Blaster. Dieses 1992 erschienene Juwel brachte den Commodore 64 mit flüssigem Scrolling, farbenfroher Grafik, epischer Musik und pausenloser Arcade-Action an seine Grenzen. Enforcer Full Metal Mega Blaster ist ein typischer Side-Scrolling-Shooter. Steuere dein Schiff durch mehrere Level und zerstöre oder weiche allem aus, was dir in den Weg kommt. Da das Spiel sehr schnell ist und viele Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind, wird dein Schiff nicht durch eine einzige Kollision zerstört, sondern verfügt über eine Energieleiste. Durch das Abschießen bestimmter Objekte werden verschiedene Gegenstände und Power-Ups freigeschaltet. Dazu gehören ein Streuschuss, ein Laser, eine Sekundärwaffe, die reflektierende Laserstrahlen in 4 Richtungen abfeuert, intelligente Bomben, Gesundheits-Power-Ups, Schilde und Optionen. Optionen kreisen um dein Schiff und bieten Schutz und zusätzliche Feuerkraft. Intelligente Bomben beschädigen oder zerstören alles auf dem Bildschirm. Durch Gedrückthalten der Feuertaste wird ein besonders kraftvoller Schuss aufgeladen. Am Ende jedes Levels erwartet den Spieler der obligatorische Bosskampf. Einige Facts zum Spiel. Es war ursprünglich als Fortsetzung oder Spin-off von Katakis gedacht. Es ist sehr spät im Lebenszyklus des C64 erschienen, nämlich 1992. Da waren die meisten bereits auf 16-Bit-Systeme umgestiegen. Trotzdem erlangte es aufgrund seiner technischen Brillanz Kultstatus unter den eingefleischten C64-Fans. Dank seiner beeindruckenden Engine war es auf mehreren Demo-Partys hoch und runter gelaufen. Enforcer ist eines dieser seltenen Spiele, die sich wie ein echtes Arcade-Erlebnis auf einer 8-Bit-Maschine anfühlt. Es wurde damals nie richtig von einem Publisher als eigenständiges Spiel veröffentlicht, lediglich auf der Golden Disc 64 in der Ausgabe 692 wurde es dem breiten Publikum vorgestellt. Vielleicht noch ein paar Worte zum Schöpfer des Spiels, Manfred Trenz. Manfred Trenz ist fest verbunden mit dem Namen Rainbow Arts und Torrican. Seine Geschichte begann aber schon 1984, als ein Freund von Manfred Stolz seinen VC20 vorführte. Nachdem er sich einen C64 anschaffte, begann er mit dem Programmieren und mit der Erstellung von Grafiken. 1987 kam er zu Rainbow Arts als Grafiker. Seine ersten Projekte, zu denen er auf dem C64 teilweise die Grafik erstellte, waren unter anderem Street Gang, Volleyball-Simulator und in 80 Tagen die Welt. Sein erstes größeres Projekt bei Rainbow Arts war The Great China Sisters, welche sich zu nah an der Vorlage Super Mario Bros. Orientierte, sodass Nintendo dagegen klagte und das Spiel vom Markt genommen wurde. Sein zweites Projekt bei Rainbow Arts war Katakis, welches 1988 veröffentlicht wurde. Auch bei diesem Spiel war Rainbow Arts mit juristischen Komplikationen mit Activision und dessen Spiel R-Type. Außerdem konnte das Spiel in manchen Ländern nicht unter diesem Namen veröffentlicht werden. Deshalb wurde es in Denaris umbenannt. Fun Fact an dieser Stelle: Das Wort Denaris wurde mit einem Basic-Zufallsgenerator ermittelt. 1989 arbeitete Manfred Trenz dann an Torrican, welcher 1990 von Rainbow Arts veröffentlicht wurde. Zu den Features zählen 8 Wege und echte Parallax-Scrolling und ausgedehnte Level, die zusammengenommen 1200 Bildschirme besitzen. Torrican war, wie wir wissen, ein großer Erfolg und wurde für eine Reihe anderer Systeme konvertiert, darunter für den Amiga von der Entwicklergruppe Factor 5. 1991 wurde der Nachfolger Torrican 2 veröffentlicht. Auch dieser war primär für den C64 entwickelt worden, auch wenn die Amiga-Version etwas früher fertiggestellt wurde. Neben dem bewährten Spielprinzip aus den Vorgängern sind einige Level im Stil von Katakis als Shoot'em Up. Das Intro war ursprünglich nur für die Amiga-Version vorgesehen und wurde dann auf den C64 konvertiert. Das heute vorgestellte Spiel Enforcer, welches sein letztes Spiel auf dem C64 sein sollte, erschien wie
beschrieben lediglich auf dem Diskettenmagazin Golden Disc 64. Veröffentlicht hat er es unter dem Namen, unter dem Pseudonym The Master. Ja, und das war es dann auch schon wieder für den Retro Newsflash in dieser Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige nette Details bzw. neue Spiele vorstellen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich wiederum freuen. Ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin macht's gut. Ciao.